Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu unserer Reihe Flask. Ja, eigentlich relativ simpel. Was wir jetzt machen, ist fortgeschrittenes Zeug. Wir bauen uns sozusagen den Boilerplate-Code, den wir später für unsere App super manipulieren können und dann eben sehr schnell eigentlich was draus basteln können. Heute geht es tatsächlich an den ersten Endpoint, ja, ob ihr es glaubt oder nicht. Warum? Weil wir hier den Namespace brauchen von unserem Shop. Und der Shop soll ja einen Namespace bereitstellen, sprich er soll auf einem ganz bestimmten Pfad sozusagen laufen. Und zwar wollen wir hier erstmal eine neue Python-Datei erstellen und die nennen wir, wie nennen wir sie? Articles. Okay, Articles, das heißt, wir tun jetzt mal ganz kurz so, als hätte ich einfach nur kurz vergessen, dass ich einen Shop machen möchte und hätte aus Versehen eine Zeitung oder sowas machen wollen. Ich meine natürlich Products. Gott, furchtbares Englisch. Mein Englisch war auch schon mal besser. Halleluja. Ich sollte anfangen, Videos auf Englisch zu machen, damit mein Englisch wieder gut wird. Puh, das war peinlich. Okay, gut. Also wir wollen jetzt hier sozusagen unsere einzelnen Produkte anbieten in unserem Shop und dazu verwenden wir hier einfach, was wir immer verwenden. Wir importieren erstmal from Flask import request. Dann, ja, wir werden das hier nachher noch weiter erweitern, logischerweise. Also jetzt kommt noch keine Logik rein. Ich will euch auch zeigen, wie ihr irgendwie die Domain-Logik auslagern könnt aus eurer API so ein bisschen. Was wir jetzt hier allerdings machen wollen, ist, wir wollen nur den Namespace generieren. Das heißt relativ straight und simpel. Und das heißt, wir wollen hier natürlich auch wieder unsere API importieren, die wir hier in MyAPI definiert haben. Sprich, wir sagen from REST plus API. Ja, jetzt muss ich nachdenken. API.myAPI import API. So, wunderbar. Und ja, das ist jetzt unser Namespace. Namespace. Ich weiß nicht genau, ob das Wort nicht sogar belegt ist. Man muss immer ein bisschen aufpassen, was man hier eigentlich definiert. Und NS will ich nicht schreiben, deswegen Namespace. Ja, Space, genau. Space ist gleich, hoffen wir, dass ich es nicht überschreibe jetzt, API.namespace. So, und über diesen Namespace sehen wir hier, der verträgt nur Quarks und Args. Das ist ein bisschen doof, wenn man da nicht direkt sieht, was man eigentlich verwenden kann, aber man weiß es eigentlich schon fast. Und zwar können wir jetzt hierher gehen und können sagen, wir wollen unseren Namespace auf die Route, es ist eigentlich wirklich nur eine Route, shop/products festlegen. Und ja, jetzt kommt eigentlich das Coole daran, wir können hier nämlich eine Beschreibung angeben. Description ist gleich. Ja, das ist jetzt Ops on my shop items. So, okay, das ist jetzt unser Namespace, der sozusagen hier definiert wird. Achtet darauf, dass da vorne dran trotzdem, halt stopp, wo haben wir es definiert, dass hier vorne dran trotzdem noch der Prefix /API hängt. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich API Shop Products, wo wir drauf zugreifen gerade. Und nicht nur Shop Products, weil wir natürlich über die API gehen und das Ding hier auf dem Blueprint registriert haben. Also hier haben wir sozusagen den Blueprint registriert und dieser Blueprint war für die API genutzt und die API hat diesen Namespace hier verwendet. Ein bisschen kompliziert, aber so wird das Ganze im Endeffekt registriert. Das heißt, die App weiß nur von Blueprint, sprich die reguliert alles, was mit /API zu tun hat, regelt unsere Flask-App, sprich unsere Haupt-App sozusagen, schickt die weiter an /API. So, /API ist also der Blueprint hier und der Blueprint ist sozusagen mit der API verknüpft. Und die API weiß dann, okay, wenn irgendwas passiert, was nicht mit unseren Namespaces, die wir hier alle registriert haben, zu tun haben, wenn irgendwas anderes ist, also zum Beispiel /shop/ASDF1234 oder sowas, dann weiß die 404 not found. Wenn aber hier ein Namespace registriert wurde, was wir hier ja gerade getan haben, beziehungsweise wo wir gerade dabei sind, dann kann unsere API sagen, ich leite das weiter an den Namespace. Und der Namespace, der ist wieder mal dann hier in unserem Product wird der verwendet. Das heißt, wir können dann hier unten später sagen, add Namespace und dann .root
So, und jetzt sind wir nur innerhalb des Namespaces. Das heißt, wenn wir hier sagen, wir greifen auf slash API, slash shop, slash products, slash my item 1, 2, 3, 4 oder sowas zu, dann wird das Ding hier aufgerufen, wenn hier drin die Route definiert wurde, slash my item 1, 2, 3, 4. Dann erst wird das aufgerufen. Sprich, da ist ein relativ langer Pfad und der wird komplett automatisch hier reingeroutet. Was natürlich auch für euch ein bisschen Übersichtlichkeit einbringt, weil ihr nicht euch alle Namespaces und alle Routen merken müsst, weil das kann natürlich bei einer großen App schon relativ komplex werden und deswegen machen wir das eben so. Okay, und ja, dann könnt ihr auch euren Microservice sozusagen perfekt dran anlehnen, aber das kommt alles noch. Wie gesagt, dieses Mal geht es jetzt hier nur um den Namespace. Wir haben noch ein bisschen was vor uns, merke ich gerade, und ich muss auch extrem viel dazu labern, weil es dann doch nicht ganz so easy ist. So, jetzt gehen wir aber zurück auf unsere App, wie gesagt, hier, und hier können wir jetzt unseren Namespace tatsächlich importieren. Das heißt, wir importieren from REST plus API oder .api.shop .endpoints.product import namespace as shop namespace. Und warum importiere ich das ganze Ding jetzt hier als Shop Namespace und nicht einfach nur als Namespace? Ganz einfach. Wenn wir jetzt hier alles als Namespace importieren würden, dann könnten wir hier unten nur einmal einen Namespace hinzufügen. Wir können aber so viele Namespaces haben, wie wir wollen. Das heißt, wir können hier eben zum Beispiel sagen, wir wollen ein Namespace für unseren Shop haben, wir wollen einen Namespace für unsere, keine Ahnung, oder eigentlich sollte man das hier sogar Product Namespace nennen. Ich mache das hier jetzt gerade tatsächlich mal. Products Namespace. So, dann wissen wir gleich, wo was dazugehört und so weiter und so fort. Das heißt, wir können hier einfach noch genau sagen, wir wollen noch 150 andere Namespaces haben und dann wollen wir vielleicht noch eine andere API V2 haben. Das ist dann eben ein neuer Blueprint, der dann hier angebunden wird und so bleibt das wirklich super übersichtlich. Okay, so, jetzt muss ich ganz kurz gucken, wir sind bei 7 Minuten. Ich denke, das passt ganz gut soweit. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.